Hallo, heute haben wir mal was ganz Besonderes vor. Heute werden wir mal ein Getränk machen aus Pilzen mit Hilfe von Pilzen. Ja, klingt erstmal außergewöhnlich, wird dann aber ziemlich gesund und auch lecker. Wir machen nämlich heute Chaga Kombucha. Für die, die noch gar nicht wissen, was eigentlich Kombucha ist. Also Kombucha ist eigentlich fermentierter Tee, ja, ein süßer Tee, der fermentiert wird. In unserem Fall ist das alles ein bisschen anders. Also, wir werden hier unseren Chaga nehmen, ja, natürlich selber gesammelt, ist klar. Und den haben wir in kleine Stückchen geschnitten und daraus werden wir sozusagen einen Tee auch kochen. Ja. Und das wird dann abgekühlt und auch mit Zucker natürlich versetzt. Ja, sehr viel Zucker kommt daran, verhältnismäßig. Und dann kommt das zusammen ins Fermentationsgefäß mit unserem SCOBY. Und was ist ein SCOBY? Ja, hier so ein bisschen labbriges, matschiges Ding, was aber eigentlich ziemlich spannend ist, nämlich eine Symbiose aus Pilzen, ja, in dem Fall aus Hefen, also einzellige Pilze und Bakterien, ja, die da schön zusammenwirken und dann unser Getränk fermentieren werden. Ja. Die werden sich von dem Zucker ernähren, den wir da rangeben und es schön fermentieren. Dabei entstehen dann lauter Vitamine, ja, B-Vitamine aller Art, B12 kann sogar auch mit dabei sein. Und da haben wir nachher ein richtig gesundes und leckeres Getränk. Also was heißt nachher? Nachher heißt in dem Fall so ungefähr in 7 bis 10 Tagen. Ja, denn so lange wird das Ganze nämlich fermentieren. Ja, also der Ablauf, habe ich ja gerade schon mal so in etwa gesagt, ist so, wir werden jetzt hier den Chaga nehmen. Ja, dann nehmen wir so 5 bis 6 Stückchen. Ja, und der große, hier sind die so eine kleinen Brocken, die wir zurechtgeschnitten haben. Ja, von der Größe her sind die so ein bisschen wie das obere Daumenglied, kann man sagen. Ja, so in etwa. Und die werden dann so eine halbe Stunde mit Wasser erstmal ein bisschen aufgekocht, ja, nicht zu heiß, so mittlere Temperatur. Und dann wird es mit kaltem Wasser aufgegossen. In unserem Fall, wir machen insgesamt 3 Liter Kombucha, weil unser Gefäß ist ein 3 Liter Gefäß. Das heißt, wir werden so viel machen, dass wir 2,7 Liter letztendlich haben von dem Chaga-Gebräu. Denn dazu kommen nochmal 300 Milliliter von unserer Starterflüssigkeit, sprich dem Kombucha von vor ein paar Tagen, was wir da gemacht haben, wo unser SCOBY drin schwimmt, ja, was der schon schön produziert hat. Das ist die Starterflüssigkeit sozusagen. Die kommt dann auch noch mit ran. Und natürlich Zucker, ja, jede Menge, in dem Fall ungefähr so 220 bis 230 Gramm. Klingt erstmal viel, aber unser SCOBY, der braucht ja was zum Futtern eine ganze Woche lang. Ja, sonst geht die Fermentation nicht richtig in Gang. Und gerade wenn man das aus Chaga macht, Kombucha, sollte man da schon darauf Acht geben, dass man da genügend Zucker hinzufügt. Denn eigentlich macht man Kombucha ja mit Tee, ja, mit schwarzem Tee oder auch mit grünem Tee. Insofern ist das hier schon was ganz Besonderes. Ja, und das wäre natürlich auch so ein dritter Weg, ja, für Chaga-Verarbeitung. Normalerweise gibt es ja immer eher so die Wahl zwischen Wasserextrakt oder Alkoholextrakt. Und hier haben wir jetzt ja, eine Fermentation am Start. Ist natürlich, klar, ist jetzt nicht so super erforscht, inwiefern das jetzt effektiver ist oder nicht. Aber man kann es auf jeden Fall machen. Also ein Wasserextrakt ist es ja auf jeden Fall schon mal. Ob die Fermentation dann noch mehr Stoffe freisetzt, das weiß man gar nicht so genau in dem Fall. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich spannend und lecker und gesund. Ja, und dann würde ich mal sagen, dann machen wir uns jetzt mal an die Zubereitung. So, jetzt ist unser Gebräu so eine halbe Stunde schön erhitzt worden und hat jetzt die Farbe von so einem richtigen schwarzen Kaffee gekriegt. Ja. Und jetzt kommt unser Zucker dran, 220 Gramm, ja, an die noch warme Flüssigkeit. Und wir lassen unsere Chaga-Brocken, die wir benutzt haben, auch während der Fermentation drin. Ja, also normalerweise, wenn man Kombucha macht, filtert man ja die Teeblätter ab und nimmt nur die Flüssigkeit. In unserem Fall werden die Brocken mitfermentiert, eine Woche lang.
So, jetzt haben wir also den Zucker in unseren SCOBY-Tee gemacht und den jetzt auch schon mit kaltem Wasser direkt abgekühlt. Na, und jetzt kommt hier alles in unser Gefäß rein. So, dann haben wir hier noch die Brocken vom Chaga. Kommen mit da rein. Und ja, wie wir sehen, ist da auch noch ordentlich Platz. Das heißt, wir können das noch mit noch mehr kaltem Wasser weiter auffüllen. Ja, vielleicht so. Und dann haben wir natürlich unseren SCOBY, ja, mit der Starterlösung, und der SCOBY kommt auch rein. So. Ja, und dann wird jetzt so ein Baumwolltuch oben drüber gemacht. So, ja, jetzt ist unser Chaga-Tee im Gefäß mitsamt den Chaga-Brocken, mit dem Zucker, mit der Starterlösung und dem SCOBY. Ja, insgesamt 3 Liter sind's. Und ja, jetzt macht der SCOBY erstmal den Rest der Arbeit und wir warten jetzt so ungefähr eine Woche ab und dann sehen wir uns wieder. Und da sind wir auch schon wieder. Also eine ganze Woche ist jetzt vergangen und unser Kombucha, ja, unser SCOBY besser gesagt, der hat jetzt ganze Arbeit geleistet und den Chaga-Tee, den wir hier gekocht haben, jetzt nochmal so richtig schön aktiviert. Ja, die Hefepilze, die Bakterien. Also hier haben wir jetzt ein hochaktives Getränk drin sozusagen, was voller Leben steckt, ja, voller guter Kulturen. Ist ja nicht so, dass Chaga-Tee an sich schon voller guter Sachen steckt. Ne? Naja, jetzt noch besser. Ja, und jetzt haben wir uns überlegt, jetzt steht ja die zweite Fermentation an und dazu müssen wir es ja mischen. Ja, unseren Kombucha jetzt, der jetzt hier die erste Fermentation durch hat, mit irgendwas Zuckerhaltigem nochmal. Und da Chaga ja auch Vanillinsäure enthält, ja, wie auch Vanille, und das macht ja auch so ein bisschen diese Vanillenote im Chaga aus. Ja. Also es gibt dem Ganzen ja so eine leicht süßliche Note. Wenn man sich überlegt, was passt zu so einem vanilligen Geschmack? Kirschsaft. Ja, haben wir uns Kirschsaft hier besorgt, natürlich auch wie immer komplett frei von Schleichwerbung. Ja, jetzt heißt es also, leere Flaschen nehmen hier, ne, mit so einem Bügelverschluss, und die müssen wir jetzt gleich füllen, ja, so 10-20% ungefähr hier unten mit Kirschsaft, und dann wird der Rest aufgefüllt mit unserem Kombucha. Aber sehr wichtig natürlich auch schon mal vorweg gesagt, ist zu beachten, dass wir hier oben auf jeden Fall ein ganzes Stück Platz lassen. Weil das Ziel jetzt in der zweiten Fermentation ist es ja, dass Kohlensäure entstehen soll. Und da ist es schon besser, ein bisschen Platz zu haben. Wir wollen ja keine explodierenden Flaschen haben. Ja, dann wollen wir mal anfangen.
So, jetzt sind alle Flaschen befüllt. Na, wie gesagt, so 10-20% Kirschsaft haben wir in dem Fall genommen. Kann man natürlich auch jeden anderen Saft nehmen oder auch einfach nur Zucker, theoretisch. Also Hauptsache, es ist ein bisschen Zucker drin. Ja, Kirschsaft, in dem Fall ist er leicht gezuckert, enthält aber auch natürlich Fruchtzucker. Ja, also das ist jetzt egal, ob das jetzt Haushaltszucker oder Rohrzucker oder Fruchtzucker ist, was auch immer. Hauptsache eben ein kleines bisschen Zucker ist nochmal unten drin. Und ja, der Kirschsaft gibt natürlich nochmal auch eine extra Geschmackskomponente. Ja, dann haben wir den Rest jetzt aufgefüllt eben, ne, mit dem Chaga-Tee. Ja, und ein bisschen Platz gelassen, wie angekündigt. Und jetzt sind die Flaschen verschlossen. Und die werden jetzt bei Zimmertemperatur gelagert. Und jetzt ist es sehr, sehr wichtig, das darf man auf keinen Fall vergessen, die einmal am Tag ploppen zu lassen. Ja, also einmal am Tag mal aufmachen. Und irgendwann wird man es dann merken, da wird es dann ziemlich doll ploppen und dann müssen die in den Kühlschrank. Ja, also da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen an das Ploppen. Also wir ploppen immer tatsächlich dann jede Flasche am Tag einmal. Ja. Manche machen das auch nur immer von einer Charge, eine Produktion, nur eine pro Tag, um zu gucken. Aber unserer Erfahrung nach ist es teilweise so, dass die Flaschen unterschiedlich schnell, unterschiedlich viel Kohlensäure entwickeln können. Deswegen prüfen wir immer jede einzelne, weil wir hatten es schon gehabt auch, das eine war dann schon fertig und die anderen noch nicht. Ja, und da sollte man die perfekten Zeitpunkte ja nicht verpassen. Ja, und wenn es dann richtig schön ploppt, dann muss die Flasche, die dann eben fertig ist, direkt in den Kühlschrank, dass durch die niedrige Temperatur dann der Fermentationsprozess mehr oder weniger gestoppt wird oder extremst verlangsamt wird. Ja, und hier haben wir jetzt noch einen kleinen Rest auch drin vom Chaga-Tee. Das heißt, wir haben jetzt noch eine kleine Flasche. Ja, da werden wir das jetzt auch nochmal machen, nochmal ein bisschen Kirschsaft reinfüllen und dann gucken, wie weit man das noch mit Chaga-Tee auffüllen kann. Und dann ist es natürlich auch wichtig, ich meine, dieses Gefäß hier macht es schon von alleine mit dem Zapfhahn. Wenn die Flüssigkeit unter dem Zapfhahn ist, dann ist ja immer noch Flüssigkeit hier drin. Ja, und es ist natürlich sehr wichtig, dass wir auch noch Flüssigkeit aufheben für unseren SCOBY. Ja, dass der bis zur nächsten Runde Kombucha-Produktion auch noch ein bisschen was hat, wo er drin schwimmen kann. In dem Fall müssen wir jetzt natürlich dann auch noch darauf achten. Das ist ja jetzt hier ein sehr spezielles Rezept. Ja, normalerweise könnte man den jetzt bei dem Gefäß hier ja einfach unten schwimmen lassen in dem Kombucha und das dann am nächsten Tag oder wann auch immer wieder auffüllen mit neuem gezuckerten Tee. Aber wir haben ja jetzt hier Chaga-Stücken mit drin gehabt in dem Fall. Das heißt, hier müssen wir jetzt den SCOBY rausnehmen, in ein anderes Gefäß tun und die Chaga-Stücken nochmal rausfiltern aus der Flüssigkeit. Ja, und dann die Flüssigkeit wieder, wenn sie gefiltert worden ist, zurück zum SCOBY geben. Ja, aber jetzt erstmal hier noch ein bisschen das Ganze auffüllen. Na, das scheint doch hier gut zu passen. Ja. Einwandfrei. Also eine kleine Flasche ist auch noch dabei rumgekommen. Ja, und der Rest hier unten, das ist dann alles sozusagen ein bisschen die Nährlösung für unseren SCOBY dann bis zum nächsten Mal. Und ja, dann werden wir jetzt die Flaschen, wie gesagt, in die zweite Fermentation schicken und dann sehen wir uns in ein paar Tagen nochmal wieder, wenn die dann richtig ploppen. Ne? Also so erfahrungsgemäß, oft dauert es so 2-3 Tage, bis die fertig sind. Aber es kann auch mal eine ganze Woche dauern, kann auch mal nur einen Tag dauern. Also da ist auf nichts Verlass. So viel steht fest. Man muss immer überprüfen, wie es gerade so steht. Es sind halt jetzt hier richtig lebende Organismen am Start, ja, in den Flaschen.
So ist es halt. Ja, also dann sehen wir uns in ein paar Tagen wieder. Bis dann. Ja, jetzt ist einiges an Zeit vergangen. Der Kombucha ist fertig. Also letztendlich standen die Flaschen jetzt so 4 Tage bei Zimmertemperatur und dann sind sie jetzt alle in den Kühlschrank gewandert. Und wie man jetzt schon sehen kann oder hören kann, besser gesagt, da ist ordentlich Druck drauf und dementsprechend ist es fertig. Ja, bilden sich auch so ein paar Bläschen hier schon. Also es ist auf jeden Fall jetzt schöne Kohlensäure entstanden. Und das heißt jetzt natürlich, es kann abgefüllt werden. Es ist sehr potent dieses Mal tatsächlich gewesen. In den Flaschen bilden sich jetzt schon neue kleine Scobies wieder. Also ja, kleine Symbiosen aus Hefepilzen und Bakterien, die diesen ganzen Prozess auch fortführen. Also es passiert auch nicht unbedingt immer, dass die sich in den Flaschen bilden, aber in unserem Fall ist es so. Das filtern wir ab. Ja, die können natürlich weiter verwendet werden für neue Kombuchas. Und ja, jetzt haben wir hier eben diesen wunderbaren Chaga Kombucha. Das heißt also, wir haben auf jeden Fall einen wässrigen Extrakt, ja, aus dem Chaga, wie wenn man einen Tee macht. Was dieser ganze Fermentationsprozess noch so alles damit macht, das weiß man nicht genau. Ne? Es gibt ein paar Studien auch, die sich mit Fermentation von Chaga beschäftigen, allerdings nicht so in dieser Form wie bei einem Kombucha. Das heißt, ob durch diese Fermentation noch andere Wirkstoffe freigesetzt werden können oder ob vielleicht bestimmte in ihrer Bioverfügbarkeit verändert werden können vom Chaga, ist in dem Fall jetzt nicht klar. Ja? Aber Kombucha an sich ist ja auch nochmal ziemlich gesund, dabei bei dieser Fermentation entstehen ja ganz viele B-Vitamine, ja, eigentlich fast alle B-Vitamine, die es gibt, fast zumindest. Manchmal sogar auch B12, kommt auch immer ein bisschen auf die Bakterien und Hefen da drin an. Ja. Also man kann da nicht so genaue Aussagen treffen. Es kommt echt immer auf die Symbiose an, was die so machen. Ja. Und dementsprechend hat man dann verschiedene B-Vitamine auch damit drin noch zusätzlich. Also eine ganz gute Sache. Ja, es gibt für Kombucha ja viele auch so Sachen, die man so liest, was es angeblich macht. Alles mit dem Körper, davon ist auch fast nichts wissenschaftlich nachgewiesen. Aber es gibt viele Erfahrungsberichte von Langzeitnutzern, die zum Teil jeden Tag Kombucha trinken. Und es scheint auf jeden Fall, bei denen ist es so, die berichten fast alle, dass es sich sehr positiv auf die Verdauung auswirkt. Ja, dass die Verdauung also sehr ausbalanciert und sehr gesund einfach ist und gut ist. Ja, ist auch kein Wunder bei so einem probiotischen Getränk, ne? So, dann nehmen wir das mal ab. Eingießen hier. Also hat auch eine ganz tolle Farbe. Ja. Und ja, es bilden sich auch kleine Bläschen hier. Also wunderbar. Ja, und dann würde ich mal sagen, Prost.